herzlich willkommen zurück bei unserem YouTube-Kanal. Thomas und ich haben uns heute wieder was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wir haben uns nämlich schon seit längerem mit unserem Sortiment beschäftigt und uns ist immer wieder aufgefallen, dass da doch der ein oder andere Artikel drin auftaucht, der uns selber gar nicht so wirklich auf dem Schirm war. Deshalb haben wir uns gegenseitig die Challenge gestellt, 7 Messer unter unterschiedlichen Kategorien rauszusuchen und werden uns die gegenseitig vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Zuerst aber natürlich der Pocket Check. Was hast du dabei? Ja, ich habe heute dabei das Coffin im Denim Mikata. Der eine oder andere wird es schon kennen, Magna Cut Klinge. Ansonsten blaue Mikata-Schalen. Ist ein Slipjoint mit umsetzbarem Clip. Hat, wie man es kennt, von wirklich vielen hochwertigen Slipjoints nochmal diese 90 Grad Stop oder ansonsten keine Arretierung. Ja, das ist heute das Messer meiner Wahl. Gefällt mir. Was hast du dabei? Ich habe heute unser Barlow dabei. Das gibt es schon ein bisschen länger bei uns im Sortiment. Ist mit einem winzig kleinen Flipper ausgestattet. Okay, dann starten wir mal mit unseren Hidden Champions oder Underdogs, wie wir das Ganze genannt haben. Wie gesagt, wir haben 7 Kategorien. Ich würde sagen, wir starten mal unspektakulär mit der Kategorie Taschenmesser. Smilla, was hast du ausgewählt? Gerne. Ich habe mir was Besonderes ausgedacht, was schon sehr, sehr lange bei uns im Sortiment ist. Ich aber einfach total klasse finde. Das ist unser Seenotretter 01. Das öffnet sich per Nagelhau und Slipjoint, verriegelt also auch nicht, ist damit 42a konform, hat nochmal einen kleinen Wellenschliff am unteren Ende der Klinge und einen Malspeaker nochmal dabei, dass er also auch eine gute Unterstützung auf dem Boot, Segelschiff, Katamaran, sonst was ist. Und was auch noch ein netter Zusatz ist, wir arbeiten mit den Seenotrettern zusammen. Bei jedem verkauften Artikel spenden wir 5 €. Und ich finde, sowas ist immer eine gute Sache. Ich gegenseitig unterstützen. Ja. Deshalb ist das mein Taschenmesser geworden. Sehr schön. Und ja. Du, deins, was hast du mitgebracht? Ja, ich habe bei uns aus dem Sortiment das EDK. EDK steht für Everyday Duty Knife. Ich finde, das ist wirklich ein klasse Messer, was zwar extrem gut angekommen ist, aber in meiner Wahrnehmung noch viel zu wenig Screentime bekommen hat. Ja. Wir haben hier eine Magna Cut Klinge, ansonsten einen Kunststoffgriff und wir haben hier einen Crossbar Lock, der mal in einer anderen Form ausgeführt ist, als wir das sonst von, sag ich mal, unseren Marktbegleitern kennen. Das Ding funktioniert wirklich richtig gut, also es macht richtig Spaß damit zu spielen. Also ich finde ein Messer wirklich, was mir schon viel Spaß gemacht hat und was man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen soll. In den letzten Videos war ja auch immer so der Wunsch, wenn wir mal was Neues vorstellen, dass wir es dann auch noch mal kurz beschreiben oder erklären. Ja. Du hast gerade eben Crossbar Lock. So. Ja. Was genau ist das? Wie funktioniert es? Das ist ein Verschlussmechanismus, bei dem wir eine Bedienung hier auf der Oberfläche haben. Wir ziehen die zurück und damit ist die Klinge quasi frei. Beim Loslassen setzt sich die Feder dann hinter die Klingenwurzel und arretiert. Das Schöne dabei ist, dass man es halt auf vielfältige Weise öffnen kann. Also ich kann es hier mit dem Loch öffnen, man kann das auch entsprechend schnacken. Ich kann aber auch einfach, ich sag mal, das Messer so ein bisschen aufschleudern oder hin und her. Das heißt, das ist wirklich ein Verschluss, der auf der einen Seite eine sichere Arretierung sicherstellt, auf der anderen Seite aber auch gut geeignet ist, um, ich sag mal, den Spieltrieb zu befriedigen. Ansonsten umsetzbarer Clip, also auf der rechten und linken Seite, hier seht ihr vorne ist die Tasche. Das war die Kategorie Taschenmesser. Also auch wieder was für die Linkshänder, ne? Das auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Verschluss- und Öffnungsmechanismus, der 100% rechts- und linkshandtauglich ist. Weiter geht's mit, ich würde gerne Made in Solingen nehmen als nächstes. Ja, möchtest du beginnen? Gerne. Ich habe mir ein Rasiermesser ausgesucht. Millas erste Wahl, wenn es ums Beine rasieren geht. Genau, muss ja auch richtig gemacht werden. Das ist unser Rasiermesser, eins der größeren Modelle mit wunderschönen Griffschalen in meinen Augen. Das Material ist Power. Das ist eine Muschel, die an der Küste Neuseelands gesammelt wird und dadurch was total Besonderes in meinen Augen. Ist eine super schöne Farbe, ist ein Naturmaterial, aber auch eben ein bisschen fester als jetzt zum Beispiel Holz. Auch nicht ganz so anfällig für Feuchtigkeit oder Witterung. Und daher ist das jetzt meine Wahl. Auch wenn ich es vielleicht selber nicht unbedingt nutzen kann, aber als Geschenk. Und es ist aktuell auch runtergesetzt. Also ihr könnt bei dem Messer nochmal 25% aktuell sparen. Würde ich mir auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. Die Klinge ist wirklich super breit. Ist das sogar 8 Achtel? Ist das 7 Achtel? Ich glaube, es ist ein 7 Achtel, vermute ich. Also bei Rasiermessern ist es ja so, dass die Klingenbreite in Achtel
Zoll oder Inch angegeben wird. Und man muss sagen, so ein 7/8, das ist schon echt ein richtig dickes Ding. Also hat auch einen wahnsinns Klingenrücken. Zu dem Material doch mal, ich finde es auch total besonders, dass das ein Naturmaterial ist. Ja. Es ist natürlich, ich glaube, noch mal mit einem farblosen Acryl umgossen, weil diese Schicht, die hier aus der Muschel gewonnen wird, die hier so schön farbig schillert, die ist halt hauchdünn. Genau, das war Made in Soling. Made in Soling habe ich einen kleinen Verwandten von dem, was du heute schon vorgestellt hast, dabei. Ja. Und zwar das BRLW aus Titan. In dem Falle, deine Schalen sind ballig, die hier sind flach. Okay. Und wir haben aber ansonsten, glaube ich, eine ähnliche Struktur. Diese Holzmaserung, die jetzt nachempfunden ist, die ist auch ins Titan gefräst. Ansonsten von der Konstruktion ist es ähnlich, aber nicht gleich, denn das hier öffnet zwar auch mit dem Mini-Flipper, aber es ist ein Frame-Lock. Also Titan Frame-Lock, wie ihr sehen könnt. Smillers Variante aus G10, natürlich deutlich günstiger, aber arretiert über einen kleinen Liner. Nach wie vor ist das hier für mich ein absolutes Highlight bei uns im Sortiment, denn ich mag einfach diesen Mini-Flipper, der dann komplett verschwindet im geöffneten Zustand. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, haben wir wirklich lange dran rumkonstruiert, also zusammengearbeitet mit unserem Konstrukteur. Und hat er wirklich wahnsinnig gut hinbekommen, dass der Flipper im geöffneten Zustand gar nicht rausschaut. Ja. Und ansonsten ist das Messer, kommt in einer kompletten Premium-Ausstattung, gefräster Clip, wie gesagt, komplette Hardware aus Titan, Magna Cut Klinge. Und dann so klein, ich finde es wirklich richtig, richtig stark. Ja. Mein Highlight hier aus Solingen. Okay, nächste Kategorie. Ich bin mal gespannt. Ja. Wir springen mal ein paar Kategorien in der chronologischen Reihenfolge, sondern wir haben eine Kategorie, die ist angelehnt an unsere Extraordinary Knives, also alles, was mal so ein bisschen spezieller ist. Was hast du dabei? Ich habe mal kein Messer dabei. Ich habe etwas anderes aus unserem Sortiment dabei. Okay. Eine kleine Taschenlampe. Siehst du? Deshalb machen wir dieses Video. Was ist das? Das ist eine kleine Taschenlampe, hat 650 Lumen, ist wasser- und schmutzdicht und einfach ein super Alltagsbegleiter. Passt super in diese Bauchtaschen, Fanny Packs, wenn jemand unterwegs ist und nicht viel dabei haben möchte, ist die einfach eine richtig geile Ergänzung. Auch im Vergleich zu den anderen Taschenlampen, die alle meistens schwarz sind oder silber, fällt es relativ schwer, die zu verlieren. Es sei denn, sie fällt ins Wasser, da könnte man Schwierigkeiten haben, aber zwischen Laub dürfte man die definitiv wiederfinden. Aber richtig gute Wahl. Also ich kannte das Produkt nicht, deswegen ich finde diese Kategorien auch für uns ein Mehrwert. Mal sehen, ob du das kennst. Und zwar ist es auch kein Messer, aber ich finde Extraordinary ist es auf jeden Fall. Ich als leidenschaftlicher Biertrinker, das Mittel der Wahl, und zwar der Magnum Wingman. Ein Automatik-Flaschenöffner. Damit kann man natürlich auf jeder Party auftrumpfen. Auf jeden Fall. Ist eine richtig geile Spielerei. Auch immer nett gesehen, wenn man vielleicht mal von einem Ordnungshüter da aufgefordert wird, sein Messer zu öffnen und dann kommt ein Flaschenöffner bei raus. Also sicher Paragraph 42a konform. Für euch machen wir mal eine besondere Aktion, denn ich gehe davon aus, der ein oder andere hätte auch viel Spaß an dem Produkt. Für eine Woche gibt es den Wingman gratis dazu, ab einem Bestellwert von 100 € bei uns im Shop. Stellt fleißig und habt Spaß beim Bier oder Limonade öffnen. Wo wir gerade schon bei den Extraordinaries waren, würde ich gerne mit den feststehenden weitermachen. Da habe ich nämlich auch was Besonderes. In einem der letzten Videos haben wir ja unter anderem die Enyos von Spartan Blades vorgestellt und habe das Wort direkt in die Tat umgesetzt, mir auch eins gegönnt. Bin seitdem auch sehr zufrieden damit. Wenn ihr da die technischen Daten näher kennenlernen möchtet, könnt ihr auch gerne einmal bei dem Video vorbeischauen. Max und ich haben euch diese Ausführung als auch die anderen Lines von Spartan Blades einmal vorgestellt. Also lohnt es sich auf jeden Fall auch da mal vorbeizuschauen. Genau, ist ja super angekommen. Ich glaube, das Messer war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Ja. Also das Boca Exclusive oder Böker Exclusive werdet ihr euch nicht mehr gönnen können, aber das Spartan Blade Enjo ist natürlich weiterhin Bestandteil unseres Sortiments. Ich bin weniger EDC-mäßig unterwegs bei der Kategorie feststehende Messer, sondern wir haben hier das Bark Beetle aus dem Böker Plus Sortiment. Kommt mit einer wirklich auch ganz schlanken Lederscheide daher. Hat für mich, wirklich sagen, rein funktionale Gründe. Ich habe es auch das ein oder andere Mal erwähnt. Ich bin Angler und das ist eigentlich ein perfektes Angelmesser. Es hat nämlich eine schön spitze Klinge. Es ist gefertigt aus einem Carbonstahl, lässt sich dementsprechend auch unterwegs extrem gut nachschärfen. Liegt gut in der Hand, also deshalb für mich alle Eigenschaften erfüllt, um es mit ans Wasser zu nehmen und viel Spaß damit zu haben. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar die Kategorie Automatikmesser. Das ist eines der ersten Automatikmesser, die ich mir gekauft habe, damals bei uns im Sortiment. Es ist das Strike. Strike in dem Fall mit einer Teil-Serration, also mit einem Teil
Wellenschliff. Und bevor jetzt wieder alle schreien, Automatikmesser, wie könnt ihr nur, auch noch mal der Hinweis, der VDB hat in der Zwischenzeit eigentlich eher für Händler auch ein Dokument veröffentlicht, in dem man das berechtigte Interesse von potenziellen Käufern abfragen kann. Und dort gibt es Kategorien wie zum Beispiel, man kann seine Jagdscheinnummer eintragen, aber auch eine Nummer von einem Angelschein. Angelschein besitze ich. Da wird ein Bootsführerschein abgefragt, habe ich auch. Und ich arbeite nochmal hier bei Böker, also habe auch beruflichen berechtigtes Interesse. Also um euch das nochmal aufzuzeigen, also ich habe hier mindestens dreifach berechtigtes Interesse, Springmesser zu besitzen, auch in der heutigen Zeit. Und deshalb möchten wir es euch gerne auch diese Kategorie hier weiter präsentieren. Ja, das Strike ist wirklich ein ganz alter Klassiker bei uns im Sortiment. Aber eins finde ich der besten Automatikmesser. Es ist gut und günstig. Es kommt mit Aluminiumgriffen daher, strukturiert sind. Ich mag die Optik total. Kommt hier mit einer Tanto-Klinge daher. Ein vierfach umsetzbarer Clip. Wer Spaß an Automatikmessern hat, für einen guten Preis ist hier beim Strike auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, wenn ich auch noch was ergänzen darf. Dieses Messer oder dieser Artikel ist fast der einzige Artikel bei uns im Sortiment, der in so vielen erdenklichen Ausführungen erhältlich ist. Also mit beschichteter Klinge, mit unbeschichteter Klinge, mit schwarzem Griff, mit beigem Griff, mit Serration, ohne Serration. Also dann haben wir die ganzen Blade Edge Exclusives mit grün als Stubby und was weiß ich was. Ganz also, genau. Ja. Also wer sich unschlüssig ist, was am besten für einen persönlich ist, wäre so die Strike-Serie, glaube ich, der erste Schritt, um fündig zu werden. Kommt auch mit einem Safety daher, das heißt, ihr könnt die Klinge arretieren. Das heißt, wenn ich den Safety reinmache, dann kann ich den Knopf drücken, so viel ich möchte und es tut sich nichts. Also auch beim Tragen in der Tasche ist hier eine entsprechende Sicherheit gewährleistet. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwei Vermutungen, Mini Redemption oder das Micro OTF. Mal schauen, ob du mich enttäuschst. Leider ja. Also es hat aber persönliche Gründe. Als Frau passend zu meinem Outfit und auch auf Nachfrage aus dem privaten Bereich kam mal der Wunsch auf nach einem rosa Messer, pinkem Messer, rotem Messer, wie auch immer, mit einer schwarzen Klinge. Und Botec hat diesen Wunsch jetzt erfüllt in Form eines Automatikmessers und ich finde es total niedlich. Es ist klein, es passt super in die Hosentasche. Es ist leider kein EDC aufgrund dessen, dass es ein Automatikmesser ist. Aber für alle weiblichen Messer-Freaks und Fans da draußen, finde ich, ist das eigentlich ein Must-Have. Zumindest zu Hause. Ja. Dann machen wir jetzt was mal zur Ausnahme wieder 42a-konform ist. Ich habe nämlich ein Multitool ausgesucht. Es ist kein Multitool geworden, es ist nur ein Tool von CRKT. Ideal. Ich will es nicht mehr missen. Weder im Auto noch zu Hause. Wenn es irgendwo ein Schräubchen gibt, was ich anziehen muss, ist das super. Es liegt super gut in der Hand. Der Abschnitt hier ist aus relativ schwerem Metall im Vergleich zum drehbaren Kopf, was also das Anziehen von kleineren und größeren Schrauben super, super leicht von der Hand gehen lässt. Also auch wenn man nur eine Hand frei hat, ist das eigentlich das Gerät. Klar. Aber Bits sind im Lieferumfang nicht dabei, sondern es ist nur das Tool, genau. Man so und kann wunderbar drehen, auch abstützen, Wir haben aber auch ein Bit-Tool bei uns. Also wenn man jetzt noch keine Bits zu Hause hat und gerade bei uns im Webshop unterwegs ist, könnt ihr euch das auch sehr gerne noch mit in den Warenkorb schmeißen. Ja, aus Messing, gewohnt schwer, aber liegt gut in der Hand, keine Frage. Ich habe wirklich, also kein klassisches Multitool dabei, aber ich sag mal ein Multifunktionswerkzeug. Und zwar ein Messer bei uns aus der TechTool-Serie. Finde ich deswegen auch besonders, eigentlich aus 2, 3 Gründen. Zum einen mit den Naturensöhnen haben wir beide jetzt schon doch ein ganzes Weilchen Kontakt. Wir sind eigentlich so alle 2 Wochen eigentlich in einer Videokonferenz und treffen die Jungs und sprechen halt über neue Projekte, die wir anschieben. Deswegen ist das schon auch einfach eine sehr enge persönliche Verbindung gewachsen. Also macht uns sehr viel Spaß mit den beiden. Das zweite ist, diese Sonderversion von einem Tech-Tool, die ist entstanden rund um die Teilnahme der Naturensöhne an Seven vs. Wild. Und die haben sich halt bewusst für diese Ausstattung entschieden. Und ich muss sagen, auch rückblickend, das war eine Ausstattung, die war längst überfällig bei uns im Sortiment. Das Messer hat eigentlich alle Funktionen, die ich mir an einem Multifunktionstaschenmesser wünsche. Das ist hier eine hohlgeschliffene Klinge. Das ist eine Zange, die wirklich auch den Namen Zange verdient. Also hiermit kann man wirklich was anfangen. Das ist eine Säge. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, ich muss erst die Zange, Also auch eine Säge, die wirklich richtig scharf gezahnt ist, mit der man Äste, zumindest bis zu einer gewissen Stärke, wirklich zuverlässig durchbekommt. Und dabei haben wir Zahnstocher. Vielleicht nicht das wichtigste Tool draußen, aber ich finde auch eine Pinzette. Wer draußen unterwegs ist, eine Pinzette, sei es dann noch zum Lösen von einer Zecke, sei es zum Ziehen von Splittern, wirklich wichtig und das alles, diese Funktionen ganz kompakt untergebracht in dem Naturensöhne MK2 von Böker Plus.
für mich auf jeden Fall ein Highlight aus der Multitools Selection. Definitiv. Last but not least, Kategorie Damastmesser. Ich möchte anfangen. Ich habe es mir da bei der Kategorie echt schwer gemacht, weil wir natürlich viele Damastmesser haben. Es gibt nochmal Unterschiede bei den Lagen von Damasten und natürlich auch bei den Hintergrundgeschichten. Zum Beispiel mit Tippets Damastmesser, das hätte ich nämlich fast genommen, haben wir eine riesengroße Story hinten dran. Ich habe mich dann aber doch für unsere Jahresmesser entschieden, zumindest die Ausführung von diesem Jahr, die auch mit Flipper und Framelock kommt. Ich finde es einfach ein super schön, auch wenn man es nicht so nah sagen sollte, ein super schön ergonomisch geformter Griff. Ein Handschmeichler sogar schon fast. Die Klinge ist wunderschön und wie bei allen unseren Sammlermessern gibt es auch da wieder eine eigene Nummer, die jeder Kunde, wenn er denn da möchte, selber aussuchen kann. Und dann somit auch, sage ich mal, sein spezielles, eigenes, persönliches Messer hat. Kann ich nachvollziehen, das ist lustig. Ich hätte fast auch zum Ja? Jahresmesser gegriffen. Aber ich habe noch was anderes gefunden, was nämlich bislang auch einfach sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ist wirklich schon ein Klassiker bei uns im Sortiment, schon lange dabei. Und zwar ist es das Böker Plus Slack in der Damast-Version. Auch hier 42A-konform, Slipjoin, in dem Fall wieder mit 90 Grad Stop. Eine schön stramme Rückenfeder und es ist ein ganz schlankes Design von Raphael Durand, französischer Messermacher. Das Slack haben wir ja auch in einem der ersten Adventskalender mal als Bausatz gehabt und seitdem habe ich mich so ein bisschen in die Form verliebt. Finde ich wirklich richtig schön und gelungen. Klar, man muss wissen, es hat keinen Clip. Das heißt, auch wenn es Paragraph 42 konform ist, sollte man schauen, dass man vielleicht ein Etui dabei hat oder das lose in der kleinen Tasche in den Jeans trägt. Aber für mich ein absolutes Highlight bei uns aus den Damastmessern. Griffbeschalung ist, glaube ich, Cocobolo, ist aber auch wirklich ganz schön beigeschliffen. Also es liegt wirklich richtig schön in der Hand. Ist ein Messer, wenn man es einmal in der Hand hat, man möchte es nicht mehr missen. Und wie eben angedeutet, also es hat wirklich einen richtig schön soliden, feste Rückenfeder. Also da ist auch eine Arbeitssicherheit gewährleistet, auch wenn es sich hier offiziell nicht um eine Arretierung handelt. Cooles Teil. Ja, das war unsere Vorstellung der Hidden Champions oder Underdogs für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall. Genau, hat uns viel Spaß gemacht. Denkt dran an die Aktion mit unserem Auto Wingman. Wie gesagt, eine Woche gültig bis nächste Woche Sonntag. Auf alle Bestellungen ab 100 € gibt es einen gratis Wingman dabei. Lasst euch die Chance nicht entgehen. Ansonsten lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie hat euch das Video gefallen? Was sind eure Favoriten bei uns aus dem Sortiment? Gibt es da Sachen, die wir unbedingt mal zeigen sollten, die bislang noch zu wenig Screentime bekommen haben? Und ansonsten nicht vergessen, lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.